Heute nähe ich einen Charlie-Cosplay mit Materialien direkt aus der Hölle, wie zum Beispiel Stretchsamt oder einem nahtverdeckten Reißverschluss. Aber das ist auch das Projekt, bei dem ich endlich versuche, Wig-Styling zu lernen. Und ich entdecke eine ganz neue Hölle, nämlich 3D-Druckeschleifen. Hi, ich bin Lavatis und mich hat schon lange keine Serie mehr so positiv überrascht wie Hazbin Hotel. Wie viel Tiefe in der Story steckt und die Lieder sind so schön. Darum muss ich jetzt spontan was aus dieser Serie cosplayen, und zwar Charlies finale Kleid. Ich nenne es Kampfkleid. Lasst uns nicht drüber nachdenken, dass ich eigentlich gerade an 5 anderen Cosplays gleichzeitig arbeite. Okay, los geht's. Ich will diesmal versuchen, mein Schnittmuster selber zu drapieren, weil ich das selten mache und Drapieren mehr üben will. Theoretisch ist es ganz einfach, aber irgendwie klappt es trotzdem nicht immer, wie ich will. Das heißt, ich stecke Stoffreste an meiner Schneiderpuppe fest und zeichne darauf die Schnittteile so, wie ich sie später haben will. Eins nach dem anderen, bis ich alle habe. Diese Schnittteile sind dann schief und krumm, also zeichne ich sie nochmal schöner auf Papier nach, passe ein paar Stellen an und das ist es schon. Meine Oberteilschnittteile sind fertig, aber mit dem Rock habe ich noch was Besonderes vor. Der Rock wird ein Dreiviertelteiler-Rock, aber ich will ihn in einzelne Teile unterteilen. Und zwar so, dass dann die Teilungsnähte der Rockteile auf die Teilungsnähte des Oberteils treffen, versteht ihr? So, und wie kriegt man sowas hin? Mit der Kraft der Mathematik und meiner Lieblingswebseite Template Maker habe ich mir einen Dreiviertelteiler-Rock ausgedruckt, beziehungsweise nicht den ganzen, weil ich nicht den ganzen brauche. Und da kann ich jetzt am inneren Kreis meine Oberteilschnittteile dran halten und dann weiß ich, wie breit die werden müssen. Ich finde ja immer noch, dass es ein wirklich schlauer Plan war, aber Spoiler, diesmal hat mich die Kraft der Mathematik betrogen. Dummerweise merke ich das erst viel später. Bei meinem Teststück sieht noch alles super aus, weil ich den Rock nämlich als ein Teil zugeschnitten habe. Das Oberteil passt beim ersten Versuch schon richtig gut, was mich irgendwie überrascht. Ich traue meinen Drapierkünsten nicht so. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Weiter geht's mit Zuschneiden. Passend zum Thema habe ich hier den Stoff aus der Hölle. Also nicht wirklich, aber es ist eine Hölle, den zu verarbeiten. Das ist Stretch-Samt bzw. Stretch-Velour. Velour ist die Billigvariante von Samt. Für 2 historische Kostüme habe ich hier einen ganzen Ballen davon bestellt und immer noch zu viel davon übrig. Und das ist nicht alles. Das hier sind alles Reste. Und ich glaube, diese Reste alleine reichen schon für mein Charlie-Kleid. Okay, aber was ist jetzt eigentlich so blöd an Stretchsamt? Erstmal ist es wie bei jedem anderen dehnbaren Stoff, dass er sich gerne verzieht, wenn man versucht, ihn zu stecken und auch wenn man versucht, ihn anzuzeichnen. Aber hier kommt jetzt noch dazu, dass man gar nicht richtig anzeichnen kann, weil man weder Markierstift noch Bleistift richtig darauf sieht, zumindest auf diesem Stretchsamt, den ich habe. Und man muss ewig oft über seine Linie drüber malen, bis man die endlich mal sieht. Und das ist einfach nervig, vor allem wenn sich der Stoff dabei ständig verzieht. Außerdem muss man beim Zuschneiden, und das ist immer so bei Samt, sehr genau auf den Fadenlauf achten. Denn von unterschiedlichen Richtungen sieht dieser Stoff anders aus. Wenn du jetzt in deinem Kleid ein Teil versehentlich verkehrt rum zugeschnitten hast, dann sieht man das, weil dieses Teil aussieht, als hätte es eine andere Farbe. Das ist jetzt nicht unbedingt schlimm, das ist nur was man wissen muss. Und das ist auch der Grund, warum ich meinen Tellerrock aus mehreren Teilen zusammensetze. Bei den Oberteilschnittteilen mache ich mir die Mühe, das anzuzeichnen, denn die sollen exakt sein, aber die Rockteile schneide ich einfach so aus, passt schon. Das nächste, was nervt, dieser Stoff fusselt extrem beim Zuschneiden. Echt jetzt, ich kann 2, 3 Teile zuschneiden und danach schon wieder das Zimmer saugen. Und beim Nähen macht der Samt dann einfach, was er will. Wenn du die Teile rechts auf rechts legst, halten sie manchmal richtig gut zusammen, so dass du sie fast nicht stecken musst. Und dann bei den nächsten 2 Teilen verrutschen sie gegeneinander, sodass du dir Falten reinnähst und das alles schief und krumm wird. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum der Samt was wann macht, aber es ist furchtbar. Er lässt sich auch nicht so gut bügeln. Also er lässt sich bügeln auf mittlerer Hitze, aber 1 Minute später ist das, was du gebügelt hast, wieder weg. Wenn du ihn zu heiß bügelst, schmilzt er. Spaß! Allerdings knittert er auch kaum, das heißt, du musst ihn nicht unbedingt bügeln. Und das ist sehr cool. Mit dem applizierten Herz könnte ich das Oberteil eigentlich schon so lassen, aber mir hat noch das gewisse Etwas gefehlt. Also habe ich beschlossen, mit meiner riesigen Sammlung an Perlen und Pailletten kreativ zu werden und mein Kleid funkeln zu lassen. Für mehr Abwechslung und weil ich sie in meinem Vorrat habe, kommen zwischen die Pailletten noch schwarze Hotfix-Steine. Das sieht wunderschön aus, aber wartet, ich bin noch nicht fertig. Zwischen dem dunkelroten Stoff und dem schwarzen Herz war mir noch zu wenig Kontrast, also habe ich noch diese halben Plastikperlen mit Textilkleber dazu geklebt. Natürlich wie immer mit Handschuhen und am offenen Fenster, weil giftige Lösemittel. Und wenn der Kleber gut durchtrocknet, schauen wir mal nach den Rockteilen. Erst beim Zusammensetzen ist mir aufgefallen, dass ich mich wohl irgendwo verrechnet habe, denn es ist kein Dreivierteltellerrock, sondern nur etwas mehr als ein Halbkreistellerrock. Schade, aber was soll's. Wird auch so gehen und ich will keinen Stoff verschwenden, dadurch, dass ich den ganzen Rock neu zuschneide. Kommen wir zum zweiten Material aus der Hölle, dem nahtverdeckten Reißverschluss. Wusstest du schon, dass man vor dem Einnähen die Zähnchen nach außen bügeln soll? Also ich wusste das lange Zeit nicht und habe nie meine Reißverschlüsse gebügelt, aber bei so einem schwierigen Stoff wie Stretchsamt ist es wohl besser, sich hier extra viel Mühe zu geben.
Ich habe hier die Rückennaht meines Kleids zusammengeheftet und stecke meinen Reißverschluss so, dass er genau auf der Mitte liegt. Dann hefte ich den Reißverschluss von Hand an den Nahtzugaben fest. Und zwar nur an den Nahtzugaben. Das ist der nervigste Schritt, aber glaubt mir, die Mühe lohnt sich, damit das Endergebnis schön wird. Wenn das fertig ist, trenne ich die erste Heftnaht auf, also die Naht, die die Rückenteile zusammenhält. Wie ihr seht, hängt der Reißverschluss jetzt nur noch an der grünen, von Hand genähten Heftnaht. Dann kann ich den Reißverschluss festnähen. Dabei klappe ich die Zähnchen hoch, um so nah wie möglich an der Kante nähen zu können. Und hat geklappt. Juhu! Als nächstes hat mir meine beste Freundin geholfen, die Rocklänge zu markieren und dann, Saumnähen bei Tellerrücken. Eigentlich ist es gerade hier wichtig, ordentlich zu bügeln, damit du keine Falten im Umschlag hast. Aber wir wissen ja, wie schlecht sich dieser Stoff hier bügeln lässt. Also habe ich möglicherweise nach dieser Aufnahme hier Bügeln aufgegeben und den Saum einfach so gesteckt und es hat okay funktioniert. Damit der Rock zum Oberteil passt und visuell interessanter wird, bekommt er auch diese Plastikperlen. Aber ich wollte mehr, noch mehr Glitzer, also habe ich beschlossen, auch noch einzelne Pailletten auf den Rock zu nähen. Sagen wir mal so, ich habe jetzt ein paar Folgen meiner Lieblingspodcasts doppelt gehört. Die Knöpfe dürfen wir natürlich nicht vergessen und es sieht so schön aus. Charlies Kleid hat hier noch einen schwarzen Unterrock. Ich habe aber keinen schwarzen Stoff. Dafür habe ich das hier. Vielleicht erinnert sich jemand, das ist meine Fehlbestellung für mein Elsa-Kleid, der die falsche Farbe hatte. Und ich habe noch einen Rest schwarze Stofffarbe, damit werde ich den hier färben und dann kann ich diesen Stoff hoffentlich mal aufbrauchen. An sich ist der Stoff schon schön, der hat so einen ganz leichten Glitzereffekt und ich hoffe, dass der Effekt bleibt, nachdem ich ihn gefärbt habe. Mal sehen. Das Wichtigste beim Stofffärben ist, dass du dir einen eigenen Topf nur dafür zulegst, denn Stofffarbe ist giftig. Wir kochen hier Giftsuppe. Und dieser Topf wird nie wieder irgendwas Essbares sehen. Außerdem Handschuhe an und Fenster auf. Ich glaube, ich tue einfach den ganzen Rest da rein und mache den mal leer. Es fängt schon an zu stinken. Und tschüss. Ab in die Giftsuppe. Okay, und das lasse ich jetzt so eine Stunde ungefähr kochen. Ich will, dass das richtig schön dunkel wird. Ich habe den Stoff über eine Stunde in den Rest der Stofffarbe gekocht und er wurde dunkel, aber er wurde nicht schwarz. Also dachte ich, gut, vielleicht war es zu wenig Stofffarbe und habe noch ein zweites Päckchen gekauft. Habe ihn nochmal gefärbt, über eine Stunde. Hier ist es vorher-nachher. Er glitzert schön, aber er ist halt nicht schwarz und dieses Dunkelgrün passt nicht zu meinem roten Kleid. Aber ich habe noch tiefer in meinen Kisten gegraben und das gefunden. Das ist einmal so ein ganz, ganz dünner, rutschiger Stoff. Den habe ich mal als Innenfutter für eine Jacke benutzt. Vor dem habe ich echt nicht mehr viel. Aber ich habe das. Das ist ein sehr billiger Faschingsstoff. Auch sehr dünn und durchsichtig. Es ist ein sehr komisches, unförmiges Reststück, aber ich habe viel davon. Und die Rückseite ist schwarz und glitzert auch so ein bisschen durch. Ich muss sagen, die sehen beide cool aus, aber von dem habe ich deutlich mehr. Deshalb wird das der Unterrock. Yay, ein Rest weniger. Das hier ist nicht genug Stoff für den kompletten Unterrock, aber das ist egal, solange für die Rüsche reicht. Meine Rüsche soll etwa 10 cm breit sein, aber doppelt liegen. Also mit Nahtzugabe brauche ich etwa 23 cm breite Streifen. Und davon schneide ich so viele zu, wie ich nur irgendwie kann. Ich habe mir sogar die Mühe gemacht, noch die allerletzten Schnipsel in passende Rechtecke zu schneiden und hatte dann nur so wenig Müll. Yeah! Das Zusammenstückeln der kleinen Teile hätte ich mir aber echt sparen können, denn beim Bügeln habe ich gemerkt, dass die Farbe anders aussieht, wenn man den Stoff um 90 Grad gedreht zuschneidet. Ähnliches Problem wie beim Samt. Also weg damit. Den Rest der Rüsche falte ich längs in der Mitte und nähe 2 parallele Nähte mit der größtmöglichen Stichlänge. Bevor es weitergeht, fehlt aber noch der Rest des Unterrocks. Mein Färbeexperiment brauche ich nicht mehr, also schneide ich daraus 2 Streifen zu. Meine Rüsche ist etwa 2,5 Mal so lang wie der erste Streifen und der zweite Streifen ist einfach nur so lang, dass er um meine Hüfte rumpasst. Warum gerade 2,5 Mal so lang? Das ist so ein Standardwert, den es einfach gibt, mit dem Rüschen schön aussehen. Jetzt kann ich meine Rüsche gleichmäßig am ersten Streifen feststecken und dann raffen. Auf die gleiche Weise nähe ich auch den zweiten Streifen dran und dann habe ich das hier. Den Unterrock stecke ich sehr penibel an der Nahtzugabe im Bereich der Taille fest. Natürlich habe ich an der Schneiderpuppe genau kontrolliert, dass beide Säume parallel sind. Und damit ist der, denke ich, schwierigste Teil beim Kleid geschafft. Charlie trägt hier die typischen Anime-Manga-Figur-Socken, die übers Knie gehen, aber die sind in echt so nervig zu tragen, deshalb nähe ich sie als Leggings. Ich habe hier Tanzsportstoff, auch genannt Lycra, eins meiner Lieblings-Cosplay-Materialien. Den gibt es in allen möglichen Farben, auch in allen möglichen Hautfarben. Ich werde einfach den unteren Teil meiner Leggings schwarz nähen und den oberen Teil Hautfarben. Schon habe ich Socken, die niemals rutschen werden. Das gleiche habe ich schon bei meiner Rico-Leggings gemacht und das Coole ist, dass ich dieses Schnittmuster schon fertig digital habe. Ich kann mir jetzt einfach markieren, wie hoch, wie lang meine Charlie-Socken werden sollen, messe es ab, zeichne in dieser Datei eine Linie und fertig ist mein Schnittmuster.
Ich glaube, das hier war mein schnellstes Schnittmuster aller Zeiten. Ich zeichne im kostenlosen Vektorzeichenprogramm Inkscape und wenn du lernen willst, wie man damit Schnittmuster zeichnet, dann schau doch mal in mein Tutorial rein. Spontan habe ich beschlossen, die Leggings schwarz, Hautfarben schwarz zu nähen, damit es aussieht wie eine kurze Hose mit Socken. Wäre absolut nicht nötig gewesen, aber damit fühle ich mich wohler. Nähe deine Cosplays so, dass du dich wohlfühlst. Wenn die Einzelteile mit dem elastischen Kratzstich zusammengenäht sind, möchte ich mit einem kleinen Trick die Verbindungsstelle noch realistischer wirken lassen, so dass es weniger nach angesetztem Stoff aussieht. Und für diesen Trick brauche ich die Zwillingsnadel. Diese Doppelnadel näht von oben 2 gerade Nähte und von unten einen Zickzackstich und diese Naht ist elastisch. Ich klappe alle Nahtzugaben auf die eine Seite mit dem schwarzen Stoff und steppe dann die Kante ab. Die doppelte Naht sieht aus wie der Saum einer Hose und diese Seite ist jetzt auch dicker, sodass man denken könnte, der schwarze Stoff liegt auf dem hautfarbenen. Wenn das fertig ist, kann ich meine Leggings zusammennähen. Erst die Innenbeinnähte, dann stopfe ich ein Bein ins andere und nähe die Schrittnaht. Für den Bund habe ich auch einen Pro-Tipp, aber den habe ich schon bei Ricos Leggings erklärt und ich habe keine Lust, das gleiche Voice-Over nochmal aufzunehmen. Also, hier ist der Link. Und fertig ist die Leggings. Stellt euch jetzt noch Schuhe dazu vor und dann sieht es doch aus wie Socken. Socken, die niemals rutschen werden. Ich liebe diese Leggings. Kommen wir zu dem Schnittmuster, das sogar noch schneller ging als die Leggings. Bei meinem Handschuhschnittmuster muss ich eigentlich nur für die Außenseite ein Dreieck zeichnen und für die Innenseite den Handteil abschneiden. Fertig! Die Ärmel nähe ich auch aus Tanzsportstoff und damit sie nicht rutschen, kommt an die Oberkante dieses Anti-Rutsch-Gummiband mit so einer Silikonbeschichtung. Kann ich nur empfehlen für lange Handschuhe und solche Anime-Ärmel. Ihr wisst schon, was ich meine. Damit die Spitzen so auf meine Hand halten, habe ich Schlaufen für meine Finger dran genäht. Und jetzt kann ich mich wohl nicht mehr länger drücken vor der nächsten Hölle. Hier ist sie, meine wunderschöne Perücke. Das ist tatsächlich dieselbe Perücke, die ich auch schon für Elsa und für Anneliese benutzt habe. Ich freue mich immer, wenn ich meine Perücken für mehrere Charaktere benutzen kann. Spare ich Geld und Stauraum. Ich spiele schon die ganze Zeit, weil ich sie so mag. Das ist eine richtig hochwertige Lace-Front-Perücke. Die war verdammt teuer. Sie ist so schön und ich liebe sie. Das heißt aber auch, ich will der nichts antun. Ich möchte, dass sie so schön bleibt, wie sie ist. Und ich weiß, dann bleiben einem nicht mehr viele Möglichkeiten, was Wig-Styling angeht. Deshalb wird es eine Herausforderung. Aber ich habe Haarspray und ich habe 100 oder so Haarklammern. Falls es noch nicht deutlich geworden ist, Wig-Styling und ich sind keine Freunde. Anderen Leuten geht es so mit Nähen, für mich ist Wig-Styling ein einziges Rätsel. Alles, was über Flechtfrisuren rausgeht, traue ich mich nicht, weil ich Angst habe, eine schöne, teure Perücke zu zerstören. Aber in 100-Euro-Hosen traue ich mich reinzuschneiden, um sie zu kürzen. Ist das komisch? Jedenfalls wundert euch nicht über meinen Perückenkopf, wundert euch nicht über meine Technik, denn ich habe selber keine Ahnung, was ich hier tue. Irgendwann hatte ich dann das, was auch immer das ist. Mann, sieht das furchtbar aus. Ich war gar nicht zufrieden. Fürs Erste habe ich aber die Perücke frustriert aufgegeben, denn ich musste für die nächste Con packen. Und wer hätte gedacht, dass mich dort die Lösung für mein Perückenproblem erwartet? Okay, aber der Reihe nach. Lasst mich die ganze Geschichte erzählen, während ich das Futter in mein Kleid nähe, das ich aus verschiedenen Stoffresten zusammengepuzzelt habe, um Reste aufzubrauchen. Ich hatte die Ehre, auf der NonkyCon 2024 in Speyer meinen allerersten Workshop zu halten. Und zwar darüber, wie man Schnittmuster für Cosplay selber macht. Dafür habe ich so viel Zeug mitgenommen, vor allem unterschiedliche Cosplays als Beispiele und darunter auch das Charlie-Kleid. Eigenlob stinkt, aber ich möchte ganz stolz sagen, dass mein Workshop ein voller Erfolg war, denn der Raum war voll und die Leute richtig interessiert. Ich hoffe, ich konnte euch mit euren Projekten weiterhelfen. In dieser Geschichte geht es aber um 2 besondere Leute, die in meinem Workshop saßen, nämlich Angel Dust und Misukira Ayana. Natürlich musste ich mich mit Angel Dust, also Jado Cosplay, über Haspin Hotel und Cosplay unterhalten. Da ich zumindest das Kleid und die Leggings dabei hatte, habe ich mit Jado auch ein spontanes Shooting gemacht. Sie sieht so gut aus und ich ohne Perücke und Make-up so meh. Naja, egal. Mit Misukira Ayana habe ich leider vergessen, ein Foto zu machen, aber es stellt sich raus, dass beide viel mehr Ahnung von Wig-Styling haben als ich. Die beiden sind so lieb. Sie haben mir sofort ganz viele Tipps gegeben und sogar angeboten, mir ganz konkret bei Charlies Perücke zu helfen. Misukira Ayana hat mir geholfen, eine günstige Basisperücke auszusuchen und beide haben sich Zeit genommen, mehrmals mit mir zu telefonieren und bei meinen ganzen blöden Anfängerfehlern zu helfen. So kam es, dass die Perücke dann völlig eskaliert ist. Ihr werdet es gleich sehen. Ich hatte noch eine zweite Begegnung auf derselben Con, die dieses Projekt komplett verändert hat, aber davon erzähle ich später. Aus dem spontanen Projekt, für das ich kein Geld ausgeben wollte, außer für den Reißverschluss, wurde jetzt irgendwie das Projekt, bei dem ich wohl endlich richtig Wig-Styling lerne. Ich war shoppen. Ich habe eine super lange Lace-Front-Perücke für 22 € gefunden. Und wenn ich die kaputt mache, dann ist nicht so schlimm. So, aber wenn die super lang ist, ich bezweifle, dass die dann noch super viel Volumen hat. Ah, okay, ne, die sieht doch okay aus. Also
Sie hat auf jeden Fall einige Tressen. Beim Scheitel ist sie krass durchsichtig, aber das wird hoffentlich kaschiert bei Charlies Frisur. Also sie ist lang. Die Haare sehen wirklich schön aus, die glänzen auch gar nicht mal so arg. Also für 22 € kann man nichts sagen. Aber diese Kappe ist so voll eng. Ich hatte noch nie eine Perücke mit so einer engen Kappe. Boah, nee, ich habe die jetzt 10 Minuten oder so auf und ich krieg schon Kopfweh. Mist, was macht man, wenn eine Perücke zu klein ist? Man fragt natürlich Google, was sonst? Und ich wurde fündig. Zuerst mal müssen diese Bänder zum Verstellen ab. Dann schneidet man hinten seitlich einen kleinen Schlitz. Damit an dieser Stelle aber nicht die ganze Perücke einreißt, wird die Lücke überbrückt mit einem Stück der abgeschnittenen Gummibänder. Das ist jetzt eine Verlängerung für das Gummiband, das einmal um den Kopf läuft. Ich habe die Perücke jetzt einmal komplett geglättet, bevor sie gekreppt wird. Oh, so schön! Ich hätte ja einfach über die Locken drüber gekreppt, aber Leute, die mehr Ahnung haben als ich, haben gesagt, ich muss sie erst glätten. Also habe ich sie zuerst geglättet. Und dann habe ich noch eine Entdeckung gemacht. Ich war zufällig in so einem billig 1-Euro-Laden und da gab es Haarteile reduziert auf jeweils 55 Cent pro Packung. Und dann habe ich einfach mal alle blonden mitgenommen, die es da noch gab. Ich habe auch schon getestet, ob sie hitzefest sind. Das sind sie zum Glück. Es ist nicht ganz genau die gleiche Farbe, aber die werde ich zwischen die Tressen reinnähen und zwar so am Hinterkopf in der Mitte, sodass dann diese Haarteile extra Volumen geben, aber man sie von außen nicht sieht. Also die sind dann am Ende innen im Zopf drin, versteht ihr? Ja, und das war meine Beschäftigung für die nächsten Tage. Ich habe die Haarteile ordentlich aufgetrennt und auseinandergenommen. Letzten Endes sind es auch nur Tressen, die zu einem Bündel genäht wurden. An der Schneiderpuppe konnte ich sie aufhängen, sodass sie nicht verknoten. Ich weiß, viele Leute kleben Tressen mit Heißkleber ein, aber nicht mit mir. Macht ihr, was ihr wollt, aber ich will keine Kleberwülste in meiner Perücke haben. Sieht man, dass da jetzt 4 von 5 Packungen zusätzliche Haare drin sind? Man fühlt es auf jeden Fall am Volumen. Wenn ich Charlies Frisur mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre das Volumen. Ich will tun, was ich kann, um diese Perücke so groß und fluffig und voluminös wie möglich zu machen. Der nächste Schritt dazu ist Kreppen. Tressen einnähen hat lange gedauert. Dann hast du noch nie gekreppt. Aber war schon okay, wenn man es auf mehrere Tage verteilt. Damit man die Streifen vom Kreppeisen nicht so deutlich sieht, hat für mich gut funktioniert, das Kreppeisen aufrecht zu halten statt quer. Man sieht die Streifen trotzdem ein bisschen, aber das stört mich nicht. Jetzt sieht man aber wirklich einen Unterschied zum Anfang. Und gekreppte Haare fühlen sich so gut an, ich könnte die den ganzen Tag streicheln. Ich bin aber noch nicht fertig mit Volumen, denn als nächstes kommt Tupieren. Ich werde nicht die ganze Perücke tupieren, sondern nur den inneren Kern des Zopfes. Wenn du die Perücke einfach tupierst und wieder auskämmst, hat es nicht viel Effekt. Oder zumindest hat es für mich nicht funktioniert. Die Leute in den Tutorials sagen, man muss mehrere Runden tupieren, aber dafür bin ich zu ungeduldig. Also habe ich nachgedacht. Plastikhaare verformt man am besten durch Hitze und entscheidend dabei ist, dass man sie in der gewünschten Form vollständig auskühlen lässt. Also habe ich einzelne Strähnen tupiert und sie mit dem Glätteisen erhitzt. Richtig schön heiß machen, gib ihm. Das habe ich dann abkühlen lassen und erst als die Strähne wieder richtig kalt war, habe ich sie ausgekämmt. Und jetzt schau dir diesen Effekt an. Nach nur einer Runde tupieren. Bestimmt habe ich diese Methode nicht erfunden, aber ich bin selbst drauf gekommen und mega stolz. Oh mein Gott, ist das übertrieben oder ist das übertrieben? Aber es ist genau das, was ich brauche. Und die Haare sind so weich und flauschig. Hier mein erster Test für den Zopf. Das sieht doch ganz gut aus. Ich werde den Zopf in Schichten kleben, damit ich wirklich alle Haare mit dem Kleber erwische. Wo wir gerade bei Kleber sind, das sind die Kandidaten, die ich in meinem Vorrat gefunden habe. Flexgrund ist eigentlich eine Grundierung für EVA-Foam und der Deko-Patch ist uralt, damit habe ich mal Serviettentechnik gemacht. Soweit ich das beurteilen kann, sind beide das gleiche Zeug, nämlich PVA-Kleber. Sie riechen gleich, sie trocknen beide durchsichtig, nur ist der Flexgrund etwas dickflüssiger. Ein Test hat ergeben, dass beide sehr gut halten, aber mit dem flüssigeren Deko-Patch-Kleber sieht das Ergebnis natürlicher aus und weniger strähnig. Das ist meine Konstruktion. An 2 Stellen werden die Haare festgeklebt und jetzt geht es darum, das hässliche tupierte Innenleben mit schönen Strähnen zu bedecken. Schicht für Schicht und mit viel Haarspray. Auch das war Tage- oder wochenlange Arbeit. Ich weiß nicht mehr, ich habe es verdrängt. Fertig bis auf die äußerste Schicht. Jetzt baue ich die weißen Strähnen ein. Sie sind leider zu kurz für den ganzen Zopf, aber ich kann ja da anstückeln, wo später das Haargummi sein wird.
Okay, alle Schichten vom Zopf sind fertig. Frage ist, kriege ich die Perücke jetzt unfallfrei von diesem Kopf runter? Vielleicht so? Oha, die ist so starr. Ich kann sie hier halten. Cool. Ich meine, da steckt auch über eine Dose Haarspray nur in diesem Zopf. Ganz unten ist kein Haarspray. Ich denke, da werde ich auch keins reinsprühen. Hier ist jetzt noch gar kein Haarspray. Das ist einfach nur die Unterseite von dem Zopf. Sieht als auch nicht so ordentlich aus, aber das wird der Bereich sein, der am meisten an meinem Rücken reibt. Und ich denke, der muss extra stabil sein. Deshalb werde ich hier in dem Bereich nochmal richtig schön Kleber drauf schmieren. Das wird dann wahrscheinlich steinhart, aber ist mir egal, weil der Bereich, wenn sich hier dann die Haare so rauslösen, das ist nicht gut. Ich habe übrige Haarbüschel, die ich hier von den Ponybereichen abgeschnitten habe. Vielleicht klebe ich die auch drüber, dass das ein bisschen ordentlicher aussieht. Ja, okay, und dann kommt der Pony. Da habe ich noch nicht wirklich einen Plan und den überlege ich mir, wenn es soweit ist. Nein, zuerst mache ich die seitlichen Haarlocken, denn die sehen einfacher aus. Hier habe ich an meiner alten billigen Faschingsperücke geübt. Hier ist die erste Haarlocke soweit, aber es gibt ein Problem. Ich werde euch auf der anderen Seite noch detaillierter zeigen, was genau ich da gemacht habe, aber im Grunde erhitze ich das Teil mit meinem Dampfglätter und lasse es dann in der richtigen Form abkühlen. Wie sich herausstellt, ist ein Tonkopf denkbar ungeeignet dafür, weil Ton sowohl Hitze als auch Feuchtigkeit sehr gut speichert. Das heißt, es dauert ewig, bis diese Haare abkühlen. Und ich muss dann halt so sitzen und warten und festhalten. Und deshalb kriegt mein Perückenkopf jetzt das zweite Upgrade. Das ist ein selbstgemachter Perückenkopf mit mehr oder weniger meinem Kopfumfang. Den habe ich nach diesem Schnittmuster genäht. Der ist gefüllt mit Füllwatte und Stoffresten, das heißt, ich kann da Nadeln reinstecken. Und das ist nicht Teil des gekauften Schnittmusters, aber ich habe ein Rohr reingebaut, so kann ich den auf den Fuß von meiner Schneiderpuppe draufstecken. Yay! Also, für die Locken nehme ich erstmal ein paar Haare zur Seite für später. Und der Rest wird tupiert und erhitzt und dann beim Abkühlen drücke ich ihn an den Perückenkopf dran, weil ich will, dass die Haarlocke später eng anliegt. Jetzt kommt der Vorteil des Stoffkopfes. Ich kann die Haare nämlich mit Stecknadeln in die gewünschte Form bringen, erhitzen und dann abkühlen lassen, ohne mir die Finger zu verbrennen. Die Haarspitzen klebe ich dann noch mit Haargel zusammen. Ich probiere die Perücke auch die ganze Zeit immer wieder auf, also nach jeder Veränderung. Und wenn ich dann zufrieden bin, verstecke ich das tupierte Chaos unter ein paar schönen Haaren. Und dann bekommen die Spitzen auch noch ein bisschen Kleber, nur zur Sicherheit. Okay, meine Haarlocken sind fertig. Schaut sie euch aus der Nähe nicht zu genau an. Sie sind nicht ganz symmetrisch geworden, aber ich finde, sie sind auch nicht schlecht und nicht schlecht ist gut genug. Okay, aber jetzt muss ich den Pony angehen. Für die äußeren Schichten habe ich mir ein paar Haare reserviert und jetzt geht's los. Mein Plan ist, die inneren Schichten tot zu tupieren und dann sehen wir weiter. Im Grunde mache ich aus der Perücke ein Einhorn. Seht euch mein schönes Einhorn an. Wie schon beim Zopf, gib ihm mit dem Glätteisen und wenn das ausgekühlt ist, kämme ich alles wieder aus. Das hier war die erste Runde Tupieren, nur um die Haarstruktur vorzubereiten. Jetzt sind diese Haare richtig schön fluffig und gut geeignet, um damit weiterzuarbeiten. Und jetzt tupiere ich alles nämlich nochmal, aber diesmal tupiere ich die Haare in Form. Stück für Stück wird es wie so eine verfilzte Haarplatte, aber das ist genau das, was ich will, denn das ist meine Unterkonstruktion für den Pony. Einmal aufprobieren, ob es gut aussieht. Ist doch super so. Als nächstes tränke ich die Haarplatte in Kleber und wenn ich sage tränken, dann meine ich tränken. Ich benutze den Föhn, um den Kleber sogar noch weiter zwischen die Haare zu pusten. Diese Unterkonstruktion soll steinhart werden und das wurde sie auch. Während das hier durchtrocknet, nehme ich alle meine übrigen Haare und mache daraus neue Tressen mit Kleber und zwar so, dass der Kleber immer in der Mitte ist. Unter diesen Haaren werde ich das Chaos verstecken. Für die Unterseite halbiere ich die neuen Tressen so schräg und bekomme dann immer 2 schräge Anfänge. Den Rest kennt ihr und wieder hat das ewig gedauert. Und ganz am Ende klebe ich die reservierten Haare darüber. Dann kommt das gleiche nochmal für die Oberseite, aber diesmal lasse ich meine Tressen ganz und fange immer in der Mitte an zu kleben. Das hat sehr dabei geholfen, die Haare zu positionieren und auch an den beiden Enden schöne Übergänge zu bekommen. Und die rote Innenseite des Ponys? Das ist einfach Acrylfarbe. Es fühlt sich an wie ein Frevel, aber das war die einfachste Möglichkeit und es ist einfach Acrylfarbe. Und bis auf die Haargummis ist die Perücke jetzt fertig. Ich glaub's ja nicht. Ich bin mega stolz, wie extrem gut die geworden ist, dafür, dass es mein erstes kompliziertes Wig-Styling war. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass Wig-Styling leichter ist als gedacht und dass ich jetzt alles bauen kann. Aber bestimmt nicht. Ich fürchte, das ist nur meine Anfänger-Euphorie mit maßloser Selbstüberschätzung. Okay, weiter geht's. Charlie ist tatsächlich schon die 4. Prinzessin, die ich cosplay, aber sie ist die erste, die eine Krone hat, beziehungsweise ein Diadem. Und das baue ich hier raus. Bunter Draht, yay! Ich werde jetzt einfach mal so grob die ungefähre Form daraus bauen.
So, aber ich bezweifle, dass das so, wie es ist, auf meinem Kopf halten wird. Zumindest nicht convention-sicher halten. Darum mache ich da ein paar Schlaufen dran. Und damit kann ich dann mein Diadem am Ende an der Perücke feststecken. Hoffentlich. Und dann werde ich das Diadem mit Fimo modellieren. Ich habe eine Mission, nämlich diese bestimmt schon 10 Jahre alten Fimo-Reste endlich mal aufzubrauchen. Fimo ist ofenhärtende Modelliermasse und es ist definitiv weder das sinnvollste noch das einfachste Material, um daraus ein Diadem zu machen. Besser wäre zum Beispiel EVA-Foam in Warbler eingewickelt oder so. Aber für meinen Warbler und meinen EVA-Foam habe ich noch eine bessere Verwendung. Hierfür nicht. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, ich habe hier mein Fimo-Diadem angefangen, bevor ich entschieden habe, die Perücke nochmal neu zu machen. Und jetzt ist das zu klein und passt nicht auf die Perücke. Yay! Aber die gute Nachricht ist, es ist was richtig Cooles passiert. Ich habe auf der NonkyCon Adam und Loot Cosplayer getroffen und die Qualität meines Schnappschusses ist leider etwas schlecht, aber die Cosplays waren richtig cool gemacht. Und mit einem von den beiden, Rotten Envy, habe ich nach der Con so ein bisschen hin und her geschrieben über unsere Cosplays und unter anderem, dass bei mir noch die Krone fehlt. Und dann meinte der so von sich aus, hey, ich habe die 3D-Datei für die Krone, soll ich dir die 3D drucken? Und ich so, ja, gerne. Also ich habe null damit gerechnet, dass sowas kommt, aber pass auf, es wird besser. Dann meinte der nämlich auch von sich aus, hey, ich habe übrigens auch noch fertig 3D gedruckte Teile von Charlies Dreizack rumliegen. Willst du die auch haben? Und ich so, oh mein Gott, ja, bitte? Und jetzt habe ich ein Paket gekriegt. Ich bin so gespannt. Okay, also, guck mal, das sind schon Teile. Ui. Ah, das ist dünner und das ist dicker. Aber die gehören nicht zusammen. Er hat irgendwas gesagt von wegen, die Teile, die oben drauf liegen, sind die Teststücke fürs Kleben. Ich habe ganz viele Stabteile, die alle fast gleich aussehen. Ah, oh ja. Okay, das ist ein dünnerer Stab. Und der ist zu dick. Hat er den vielleicht zu dick ausgedruckt oder so? Cool. Jetzt habe ich mal kurz gewechselt. Okay, also hier ist die Kiste mit den ganzen Druckteilen. Und da sind die, die wahrscheinlich zu groß sind. Ui. Und da ist die Krone. Da, also ich habe sogar 2. Ich habe 2 Kronen. Das glänzt voll. Ey, ist das Glänzfilament oder so? Das ist voll cool. Wow. Da ist der Apfel. Yeah. Und da sind die Edelsteine. Was? Nee, oder? Doch, oder? Ui. Oh, das muss ich mir gleich genau angucken. Okay. Passt mir? Geht so? Passt mir die? Geht so? Ich glaube, ohne Perücke eher die. Aber voll cool. So, okay, da ist die Spitze. Spitze 1 und Spitze 2. Yes. Ui, und der Apfel hat auf einer Seite ein Blatt und einen Stiel. Oh, wie süß. Okay, und jetzt das ganze Zeug hier. Das ist Veggis Speer. Das habe ich ganz vergessen, euch zu sagen. Er hatte nämlich auch noch Veggis Speer fertig 3D gedruckt rumliegen. Und den kriegt eine Freundin von mir aus der Made in Abyss Gruppe. Nochmal vielen Dank an dich, Rotten Envy, für die Kronen, den Dreizack und all die tollen Goodies. Wow, ich bin einfach sprachlos. Welche Krone sieht besser aus? Ja, die große. Ich finde dieses farbwechselnde Filament ja so schön. Wichtiger ist aber, dass ich alle diese Linien von den Druckschichten wegschleifen muss. Und damit willkommen in der nächsten Hölle. Schleifen. Aber ich will mich noch gar nicht beschweren. Die Krone war okay. Beim Dreizack hat mich die Motivation verlassen. Aber dazu kommen wir noch. Als die Linien weg waren, so gut es ging, habe ich die Krone mit einem Sprühfüller grundiert, der die letzten kleinen Rillen noch ausfüllen soll. Seht ihr diese heftige Sprühnebelwolke? Darum benutzen wir Sprühlacke nur draußen und mit Atemschutzmaske. Ich würde ja sagen, ich habe 99% der Linien wegbekommen und damit bin ich sehr zufrieden. Die Innenseite der Krone sprühe ich schnell noch Gold an, dann bemale ich den Rest von Hand und das war so schön zu sehen, wie schnell ich vorankam. Das Weiß hat einige Schichten gebraucht, bis es gedeckt hat, aber dann konnte ich es mit einer Schicht Perlweiß schön schimmern lassen. 2 Schichten Klarlack schützen die Farben und schon geht's an die Deko. Also ich packe noch mehr Glitzer drauf. Das hier sind die Edelsteine, die mir Rotten Envy in der passenden Größe gedruckt hat, nur dass sie eben nicht wirklich passen. Also muss ich auch die runterschleifen. Zum Glück sind aber Resin-Drucke viel weicher als PLA und lassen sich viel leichter schleifen. Wenigstens das. Und wie toll die erst mit einer Schicht Klarlack aussehen. Ich konnte die Steine nicht so schleifen, dass sie passgenau in der Fassung sitzen. Also Heißkleber, um die Lücken zu füllen und Sekundenkleber, damit es tatsächlich hält. Den sichtbaren Kleberand werde ich noch unter Glitzersteinen verstecken. Außerdem habe ich noch dieses Paillettenband gefunden, das perfekt in diese Vertiefung passt. Die fertige Krone gefällt mir so gut. An der Perücke habe ich sie mit Angelschnur festgeknotet, so kann ich sie jederzeit wieder abnehmen, falls ich irgendwann noch Charlie ohne Krone cosplayen will. Und damit kommen wir zurück zum Dreizack und dem ganzen Wahnsinn.
Ich habe keinerlei Erfahrung mit 3D-gedruckten Waffen und ich bin nicht sicher, womit ich die am besten zusammenkleben kann. Also habe ich mich im Baumarkt beraten lassen und mir den Kleber hier gekauft. Das ist ein 2-Komponenten-Epoxidkleber für viele Kunststoffe. Aber bei Epoxid schrillen bei mir alle Alarmglocken, denn so ziemlich alles mit Epoxid ist super giftig, beziehungsweise die Lösungsmitteldämpfe sind super giftig. Hier stehen auch ein Haufen Warnhinweise drauf. Und um ganz sicher zu sein, habe ich mir angewöhnt, bei neuen Klebern und Kram auch das Sicherheitsdatenblatt zu lesen. Das sollte eigentlich ziemlich leicht zu finden sein. Wir geben hier den genauen Produktnamen ein, nicht gesponsert, und Sicherheitsdatenblatt. Okay, sowas finde ich toll. Die Webseite mit dem genauen Produkt hat das Sicherheitsdatenblatt verlinkt. Sehr gut. So, nicht erschrecken, Sicherheitsdatenblatt ist viel Text, viele Zahlen, aber wir brauchen nur ganz bestimmte Infos daraus und die sind weiter unten. So, hier steht zum Beispiel, was das alles verursachen kann. So, wo ist Abschnitt 8? In Abschnitt 8 steht immer, was man für Sicherheitsausrüstung braucht. Das ist immer Abschnitt 8, weil der Aufbau von Sicherheitsdatenblättern genormt ist. So, hier. Atemschutzmaske bei unzureichender Belüftung. Kombinationsfilter ABEKP. Habe ich. Ja, okay. Bei unzureichender Belüftung. Aber hier steht auch drauf, Dämpfe nicht einatmen. Eine Maske kommt mit. Handschuhe. EN374. Ist noch sowas. Nicht jeder Einweghandschuh, den du kaufen kannst, ist ein Chemikalien-Schutzhandschuh. Wenn Handschuhe mit EN374 gefordert sind, heißt das, du brauchst Chemikalien-Schutzhandschuhe. Das war mir aber klar, weil das irgendwie bei jedem Kleber so ist. Okay, und eine dicht schließende Schutzbrille. Alles klar, los geht's. Upgrade von der Klebewiese zur Klebehütte. Ich habe eine öffentliche Grillhütte für mich entdeckt, die alles bietet, was ich brauche, nämlich Tische, Bänke, gute Belüftung und ein Dach. Es kommen auch nur manchmal Menschen vorbei, die komisch gucken. Erstmal werde ich immer nur 2 Stabhälften zusammenkleben und noch nicht den ganzen Dreizack, denn in Einzelteilen ist das Schleifen leichter. Eigentlich soll man nach dem Kleben die Teile fixieren, bis das Epoxid richtig ausgehärtet ist. Wegen der gedrehten Form haben aber leider die Schraubzwingen nicht gehalten. Das hat nur bei der Dreizackspitze sinnvoll funktioniert, alle anderen Teile musste ich 10 Minuten in der Hand halten. Juhu! Aus 8 Teilen wurden jetzt 4 und jetzt geht es dran, die Klebenähte zu glätten und die Linien vom Druck wegzuschleifen. Das war der schlimmste Teil. Das war die wahre Hölle. Ich hasse Schleifen, okay? Gleichzeitig bin ich Perfektionistin, die den Dreizack so glatt wie möglich haben will, also habe ich mich durchgebissen und mehrere Tage nur mit Schleifen verbracht. Richtig nervig waren diese dekorativen Rillen auf der Schlange. Die konnte ich zwar mit einer Gravierspitze und meinem Nicht-Dremel schleifen, aber trotzdem musste ich jede Linie einzeln nachfahren und die Schlange ist voll mit diesem Muster. Hinterher hatte ich so Rückenschmerzen und jetzt, wo ich das Video sehe, weiß ich auch warum. Lasst uns die Schleifhölle überspringen, gehen wir weiter zum nächsten Schritt. Wie ihr seht, bin ich bei meinem Vater in der Werkstatt, denn ich werde seine Hilfe und seine Maschinen brauchen, um diese Teile zusammenzusetzen. Das Ding ist, die Klebestellen sind echt klein und man kann einen noch so starken Kleber verwenden. Bei so einem Stab und so kleinen Klebeflächen ist das immer eine Schwachstelle. Und damit mein Stab ja nicht auseinanderbricht, will ich die Verbindung verstärken. Ich habe mir hier so eine Metallstange gekauft und ich brauche gleich meinen Papa, um da Stücke von abzuschneiden. Und immer so ein kleines Stückchen, also so 10 cm Stücke oder sowas, kommen da immer dazwischen. Und dafür müssen wir da Löcher reinbohren. Damit die Löcher an der gleichen Stelle sind, habe ich mir überlegt, ich mache einen kleinen Klecks Acrylfarbe hier rauf, drücke es zusammen und dann habe ich doch meine Bohrmarkierung. Also, das Bohren hat mich echt Nerven gekostet. Aber jetzt ist ja das Loch nicht in der Mitte. Ja, aber das war nicht in der Mitte. Guck mal, du hast so Natürlich. angezeichnet. Und das andere ist ja die Schlange, die außen rum geht. Also das sollte schon in der Mitte vom Stab sein. Ich habe jetzt gelernt, dass man nicht so ohne weiteres präzise Löcher in hohle 3D-Drucke bohren kann. Wir haben es nicht geschafft, da genau in der Mitte zu bohren, wo der Kleber ist, weil wir immer in diese Kammern abgerutscht sind. Und dementsprechend hat es auch nicht funktioniert, die Löcher auf beiden Seiten hier übereinstimmend zu bohren. Oh, das ist doch noch nicht mal gerade. Das ist voll schief. Das ist nicht voll schief. Ja, guck doch mal, wie schief das ist. Guck dir das doch mal an, der hat einen Knick. Dann mussten wir jeweils 3-4 Mal nachbohren, bis es dann irgendwie gepasst hat. So, jetzt passt es. Nein. Jetzt gleich, ja. Und jetzt kann man das hindrücken. Wenn nicht, bohren wir es noch ein bisschen nach. Dann bohren wir das jetzt noch ein bisschen nach. Puh, manche Löcher sehen echt katastrophal aus. Aber ich bin nur froh, dass wir nirgendwo nach draußen rausgebohrt haben und dass es nicht wichtig ist, ob es gut aussieht innen. Endlich konnte ich den Rest des Stabs zusammensetzen. Ich habe jeweils eine große Portion angerührt und den Kleber richtig schön in die Löcher reinlaufen lassen. Und nachgestopft, als er fester wurde. Keine Ahnung, wie voll die Löcher tatsächlich wurden, aber ich wollte so viel Kontaktfläche mit der Metallstange wie möglich bekommen. Und das war der Moment, auf den ich mich seit Wochen gefreut habe.
Natürlich musste ich noch die letzten Verbindungsstellen glatt schleifen, leider. Aber jetzt kann ich mit dem Bemalen loslegen und das heißt, meine Waffe ist so gut wie fertig. Den Anfang macht die goldene Sprühfarbe von der Krone, damit beides zusammenpasst. Nur mit dem Gold sieht der Dreizack schon richtig cool aus. Wow, der glänzt so schön. Ich möchte als allererstes den Apfel bemalen, aber nicht irgendwie rot, sondern ich möchte versuchen, einen realistischen Apfel zu malen. Und dafür habe ich mir den allerschönsten roten Apfel gekauft als mein Model. Ich habe ziemlich schnell gesehen, dass ein Apfel nicht einfach nur rot ist, sondern dass er ganz unterschiedliche Farbvariationen hat und zwar in so Längsstreifen von einer Seite zur anderen. Und diese Linien male ich ohne Wasser mit sehr wenig Farbe, also so quasi Dry Brushing, aber mit ein bisschen mehr Farbe am Pinsel. Und das sieht schon so cool aus. Und dann kommen natürlich diese ganzen vielen kleinen Pünktchen, die der Apfel hat. Wow, und es ist so cool geworden. Ich kann gar nicht sagen, wie stolz ich auf diesen Apfel bin. Ich glaube, das ist das Coolste, was ich jemals angemalt habe. Der sieht so echt aus, wow! Die Zacken des Dreizacks habe ich schon mal angefangen. Da kommt dann auch noch Perlweiß drüber, damit er noch ein bisschen glitzert. Und ich habe auch schon mal mit dem schwarzen Stab begonnen und boah, ich sag euch, das dauert ewig. Also, ich suche mir ein paar gute Podcasts raus und ja, dann wird das Fleißarbeit. Aber zuerst esse ich meinen schönsten roten Apfel. Möglicherweise habe ich 1-2 Folgen meiner Lieblingspodcasts jetzt zum 3. Mal gehört. Nee, ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber meine Motivation war jetzt wieder da, weil ich deutlich sehen konnte, wie der Dreizack Stück für Stück fertig wurde und begann, wie die Vorlage auszusehen. Natürlich konnte ich am Ende nicht widerstehen und musste noch ein paar Glitzersteine draufkleben. Und damit, oh Leute, damit bin ich fertig. Bis auf den Dreizack habe ich es tatsächlich geschafft, Charlie vor der Animagic fertig zu bekommen und es war so schön, denn es waren all die Leute auch dort, die mich bei dem Projekt unterstützt hatten. Ich konnte nochmal Zeit mit Jedo-Cosplay verbringen, wenn auch nicht als Angel Dust. Diesmal habe ich es geschafft, ein Selfie mit Misokira Ayana zu machen, yeah! Und ich habe meinen Lieblings-Adam und meine Lieblings-Loot wieder getroffen. Krönender Abschluss war dann noch mein Shooting mit Meto-Cosplay als meine Veggie. Das war auch so ein witziger Zufall, wie das zustande kam. Ich habe hier zum ersten Mal versucht, Pärchenfotos im Cosplay zu machen und ob die gut geworden sind, könnt ihr euch auf Instagram anschauen. Meine Charlie ist von einem kleinen Nebenprojekt zu einem meiner bisher aufwendigsten Cosplays eskaliert. Aber ich habe dadurch auch so viele neue Techniken gelernt und vor allem so viele coole Leute kennengelernt, dass Charlie jetzt schon zu einem meiner Lieblings-Cosplays geworden ist. Darum nochmal ein riesiges Dankeschön an alle hier erwähnten Menschen. Ihr seid toll. Und ein besonderes Danke an dich, ja dich, die Person, die dieses super lange Video bis zum Ende geschaut hat. Und natürlich auch an alle, die liken und kommentieren. Dank euch weiß ich, und der Algorithmus hoffentlich auch bald, dass meine Videos für Leute da draußen interessant sind und das macht mich so stolz und so glücklich nach der ganzen Arbeit, die da drin steckt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!